Moin und herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Heute bekommt ihr wie versprochen das erste Video zu unseren neuen Fahrzeugen von Kymco, direkt mit dem Flaggschiff. Das ist der AK 550, ist eigentlich schon mehr Motorrad als Roller. Klar ist das Ganze in einen Roller reingepackt, ist aber eigentlich Motorradtechnik. Wir haben hier einen großen Zweizylinder mit 51 PS. Und für die, die nur 48 PS fahren dürfen, ja, es gibt eine Drosselung auf 48 PS. Dann dürft ihr den auch mit dem A2-Führerschein fahren. Das ist für viele ganz, ganz wichtig. Fangen wir mal mit so ein paar technischen Sachen an. Wir haben hier eine Radialbremsanlage von Brembo. Die ist richtig, richtig bissig mit richtig großen Sätteln. Auch wenn man so die Tests gelesen hat, die so Motorradzeitschriften und so weiter veröffentlicht haben, ist hier wirklich eine richtig ordentliche Bremsanlage verbaut mit dem Bosch ABS-System. Das ist das 9.1, ist also ein ganz aktuelles Bosch-System. Was die hier gemacht haben, also der Roller ist komplett neu entwickelt. Die haben einen sehr kompakten Motor gebaut. Der ist hier unten liegend verbaut als Zweizylinder, rein Zweizylinder nebeneinander. Die Variomatik, das ist die Automatik, die sitzt auf der rechten Fahrzeugseite, ist natürlich alles ordentlich verkleidet. Und dann geht eine Antriebsachse einmal durch den Rahmen und dann sieht man hier hinten, dass wir dann einen Riemenantrieb haben. Hat folgenden Grund: Wenn man einen normalen Roller hat, dann sitzt diese Antriebseinheit mit Variomatik hier an der Seite und ist alles ungefederte Masse. Und man möchte natürlich so wenig wie möglich ungefederte Masse am Fahrzeug haben, damit einfach der Fahrkomfort höher ist und das Federverhalten besser und Ansprechverhalten von dem Fahrwerk funktioniert dann einfach schneller. Und deshalb versucht man, die meiste Masse so ans Fahrzeug zu bauen, dass die gefedert ist. So, wir haben hier schlüsselloses Fahren. Es gibt hier so eine hübsche Box dabei. Eine AK ist kein russisches Maschinengewehr, nein, ist nur der Schlüssel hier drin. Fummeln wir den mal hier raus. Ich tue mal eben die Box zur Seite. Ist ziemlich windig heute. Tatsächlich. Soweit ich weiß, hat man schlüsselloses Fahren. Man muss das Ding nur in der Tasche haben. Muss ich mal gleich als Minuspunkt sagen. Einmal ist es natürlich irgendwie nicht das hochwertigste, was ich bisher an Schlüssel gesehen habe. Wenn ich das mit anderen Schlüsseln vergleiche, ist das so lala und ich finde ihn sehr, sehr groß. Also man muss wirklich schon einen relativ großen Schlüssel mitführen, damit das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Man muss hier unten einmal auf den Power-Button drücken. Dann leuchtet das. Und dann kann ich hier mit Drehen Schlüssel aufmachen, Helmfach aufmachen. Und jetzt seht ihr auch schon das Cockpit. Das Cockpit ist natürlich richtig cool bei dem Ding und zeigt alles Mögliche an. Wir haben hier auch eine Sitzheizung drin. Es gibt eine Verbindung, dann kann man sein Handy mit dem Cockpit verbinden. Das nennt sich Nudu bei Kymco. Da gibt es jetzt immer mehr Fahrzeuge, die das haben, wo dann auch Navigation und so weiter angezeigt wird. Ich habe das mit meinem Handy jetzt nicht verbunden, weil ich sonst immer mit 1000 Fahrzeugen verbunden bin. Der Gerd macht das später noch mit unserem Firmenhandy und dann erklärt er euch, wie das Ganze funktioniert und wie das im Cockpit aussieht und so. Das macht dann gleich der Gerd. Ich mache erstmal nur die Vorstellung. Ich mache heute natürlich eine Probefahrt für euch. Ihr wollt ja immer wissen, wie das Ganze fährt. Wir haben auf jeden Fall ein Fahrzeug mit einer niedrigen Sitzhöhe. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, das soll der Tim euch dann mal einblenden. Das heißt, auch wenn ihr nicht ganz so groß seid, kommt ihr sauber mit den Füßen auf den Boden. Und dadurch, dass wir eine sehr lange Sitzbank haben, kann ich mit meinem über 1,90 Meter hier drauf sitzen und ich habe hier richtig viel Platz. Wenn ich sonst auf vielen Rollern sitze, dann sitze ich mit meinen Knien meistens so hier vorne voll an die Verkleidung gequetscht oder so. Das ist viel, viel besser. Gucken wir mal hier. Hier haben wir noch einen Bremshebel für eine Parkbremse. Hier an der Seite, das ist wie bei einem Quad gemacht. Bei den ganzen Quads ist das auch immer so. Und jetzt müsste man mal gucken, wenn wir den anmachen, ob der das auch anzeigt. Ja. Hier oben ist ein Ausrufezeichen. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe die Bremse gelöst, dann ist das weg. Ich mache die Bremse nochmal an. Wird also auch angezeigt, damit ihr nicht aus Versehen mit der Parkbremse losfahrt. Boah, die ist wirklich laut. Dann haben wir natürlich Lichthupe und dann haben wir hier Menüs. Jetzt muss ich mal gucken, was man hier so alles machen kann. Wenn ich hier hoch runter drücke, dann habe ich hier Trip A, Trip B, Öl, wenn Antriebsriemen verschlissen ist, Gesamtkilometer und solche Klamotten. Jetzt muss ich mal gucken, hier sind noch 1000 andere Tasten.
Da muss ich mich echt mal durch das Menü wühlen. Mache ich gleich mal während der Fahrt. Hier haben wir eine Mode-Taste. Jetzt sieht man auch rot und einmal blau. Man hat einmal eine Leistungsreduzierung für Regenmodus und einmal einen Sportmodus. Ich muss gleich mal gucken, was ist. Das sollte man ja auf jeden Fall deutlich spüren, was besser ist. Wir haben hier einen Voll-LED-Scheinwerfer in dem Fahrzeug. Das verspricht auf jeden Fall sehr, sehr gutes Licht. Dann müssen wir mal gucken, wie hier der Sitz aufgeht. Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Da muss ich gleich mal... Muss das hier an sein? Nö. Ach so, Seat. Keine Ahnung. Muss ich mal eben nachfragen. Das wusste ich nämlich letztes Mal auch nicht. An muss er auf jeden Fall sein. Drücken zum Verriegeln. Kann man denn andersrum noch weiter drehen zum Öffnen? Ah. Ne, das war die Tankklappe. Okay, nach rechts drehen ist die Tankklappe aufgegangen. Du meinst es nur auf den Knopf drücken? Das hat zwar laut Klack gemacht. Manchmal gibt es Arschlochreifen. Vorne hoch, boah, da kann ich natürlich lange rumziehen. Was bist du so stumm heute? Da darfst du ruhig mit mir reden. Ne, seht ihr hier einmal das Helmfach. Ist natürlich auch eine Beleuchtung drin. Da kriegt ihr die Murmel auf jeden Fall rein. Oder ein Einkauf passt hier auch rein. Meiner Meinung nach auf jeden Fall groß genug. Ich kenne das Zubehörprogramm jetzt von dem Roller nicht, aber es gibt mit Sicherheit noch einen Gepäckträger und dann könnt ihr noch einen riesen Koffer drauf machen, je nachdem, was man dann immer mit dem Fahrzeug machen möchte. Verarbeitungstechnisch sieht das Ding mega cool aus, richtig großer Roller. Und ich würde sagen, ja, ich schnapp mir mal meinen Helm und wir fahren eine Runde. Und es ist kalt heute, können wir auch direkt die Griffheizung testen. Bis gleich. So, los geht's auf Probefahrt mit der Rakete von Kymco. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, 51 PS auf dem Roller. Das ist bestimmt schon richtig schnell, das Ding. Und ihr seht ja, die Optik ist mega gelungen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Kostet natürlich auch über 10.000 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Wort zum Sonntag. Bei dem Drehding hier runterdrücken, nach links drehen wir einfach nur Lenkradschloss. Und zum Sitzbank öffnen einmal leicht Seat drücken, dann geht das Ding auch sofort auf und dann vorne hochziehen. Ich habe natürlich immer hinten gezogen. Kann natürlich nicht funktionieren. Gut, dann wollen wir mal los. Fährt auf jeden Fall schon mal ganz sanft an. Das gefällt mir schon gut. Mal eben die Spiegel einstellen. Direkt mal Sitzheizung anmachen hier. Mega geil. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo man überhaupt sehen kann, dass die Sitzheizung, die Sitzheizung, sag ich schon, die Griffheizung natürlich an ist. Ah, jetzt leuchtet das hier an der Seite auch, das heißt Griffheizung ist aktiv. Ich habe jetzt länger gedrückt gehalten und hier oben leuchtet das auch mit 3 Stufen. Alles klar, man muss den Knopf einfach gedrückt halten und dann geht an und aus. Jetzt ist ausgegangen. Jetzt halte ich noch mal länger gedrückt, jetzt haben wir Stufe 2. So, wir wollen volle Punkte, volle Pulle. Jetzt habe ich Stufe 3 gemacht. Dann können wir losfahren. Kriege ich auch keine kalten Finger, das ist doch super. Wir haben hier auf jeden... Oh, die Griffe sind jetzt schon warm. Das ging aber mal schnell. Junge, Junge. Völlige Entspannung. Wir haben hier einen reinen Zweizylinder. Super wenig Vibration, fühlt sich wirklich toll an. Und ihr müsst mal zwischendurch auf Drehzahlmesser achten. Also mit ganz niedriger Drehzahl bin ich gerade losgefahren. Total ruckelfrei. Sehr, sehr cool. Hier an unserer Seite seht ihr unser Kunstwerk, das Motorrad, das rostet langsam. Umso mehr das rostet, umso besser gefällt mir das eigentlich. Also Sitzposition mit meiner Körpergröße 1,91, 100 Kilo oder 100 und ein paar Kilo. Ich bin immer so zwischen 100 und 105. Sportlich, sportlich. Ich sitze hier auf jeden Fall gut drauf. Was ich sagen muss, ihr seht hier die Trittfläche. Und ich habe die Füße wahrscheinlich immer mehr so ein bisschen nach außen gedreht. Da könnte ein bisschen mehr Platz auf der Trittfläche für die Füße sein. Man kann sie aber auch vorne so hoch machen. Dann wird es auf jeden Fall gemütlich. Dann kann man mal ein bisschen zwischen oben und unten wechseln, gerade wenn man mal eine längere Tour macht. Ich denke, gerade für eine längere Tour ist der Roller hier echt der Hammer. Also die Griffheizung wird super warm, sehr angenehm. Ich kann die auch schon eine Stufe runterstellen. Ich habe jetzt mal auf Stufe 2 von 3 gestellt. Ich glaube, das reicht schon. Aber die funktioniert ja Hammer.
Das habe ich selten gehabt, dass eine Griffheizung so schnell so warm gewesen ist. Wenn ich hier diese orangene Menü-Taste drücke, das ist jetzt ein bisschen komisch, das ist aber in vielen Ländern so, hier wird angezeigt, wie viel Kilometer man mit einem Liter fahren kann. Und dann haben wir nochmal eine zusätzlich Liter auf 100 Kilometer, das ist ja eher üblich bei uns. Das ist dann die Momentanverbrauchsanzeige. Ich brauche sowas nicht. Viele möchten das haben und möchten genau wissen, was ihr Fahrzeug verbraucht. Ich meine, wenn ich das grob weiß, bin ich damit immer zufrieden und ich muss tanken, wenn Tank alle ist. Schlauer Mann. Hier unten habe ich die neue Wippe umgeschaltet und da habe ich dann verschiedene Menüs. Jetzt habe ich hier die Uhrzeit groß im Cockpit, jetzt habe ich rechts die Geschwindigkeit. Und jetzt kann ich in den Menüs rumwählen. Jetzt habe ich kein Handy verbunden, sonst hätte ich hier natürlich noch Navi und andere schöne Anzeigen drauf. Das habe ich jetzt gerade nicht. Ich finde die Uhr auch ziemlich cool. Ich habe irgendwie Warnblinker angemacht. Das war auch eine Besonderheit. Wir haben ja am rechten Daumen den Startknopf und wenn man den nach oben klappt, hat man den Warnblinker an. Das muss man auch erstmal wissen, dann wie hier der Warnblinker an oder ausgeht. Temperaturanzeige hier rechts Cold und Hot. Wir haben 2 von 3 Balken. Ich schätze mal, das ist der perfekte Bereich. Guck mal, der Roller ist so groß, da hat mich sogar der Motorradfahrer gegrüßt. Ja, ich mag die verschiedenen Menüs. Ich finde auch eine klassische Uhr irgendwie cool. Ist nicht eingestellt. Wir haben natürlich nicht kurz nach 8. Wir haben 13 Uhr, hau mich tot gerade hier. Schaltereinheiten und so weiter, genau, da müssen wir auch drauf eingehen. Sehr hochwertig, fassen sich gut an. Ich komme überall gut dran, bin ich sehr zufrieden mit. Dass der Griff hier nochmal leuchtet, wenn ich die Griffheizung anhabe, ist ein nettes Gimmick, finde ich auch ganz cool. Ich sehe in den Spiegeln was, sehr geil. Die Spiegel sind hier weit vorne montiert und ich kann wirklich gut den rückwärtigen Verkehr beobachten. Ich kann den sogar noch ein bisschen nach innen drehen. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe gelesen, dass das Windschild höhenverstellbar ist, aber ich glaube nur zum Schrauben. Das hätten sie bei der Preiskategorie gerne elektrisch machen dürfen, dass man das Windschild hoch und runter fährt. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Also hier in der Stadt fährt er super gemütlich. Wir haben übrigens ein Leergewicht von 230 Kilo. Ey, und das merke ich hier gar nicht. Der fährt wahnsinnig toll, das Ding hier. Mega. Ja, beschleunigt sehr, sehr gut. Ich meine, klar, wir haben 50 PS in einem Roller mit einer Automatik. Ich bin mal gespannt, wie der gleich fährt. Hier hinten kommt gleich 70 und 100 Zone. Sehr schönes Fahrwerk hier auch. Also richtig, richtig cooler Roller. Ach, hier hat man noch so Fächer, so kleine Staufächer links und rechts. Da sind auch, hier ist ein bisschen größer, da sind auch USB-Ladedosen drin. Das heißt, ihr könnt da euer Handy reinschmeißen und während der Fahrt aufladen. Beschleunigung ist super. Kurz am Hahn gedreht, schon 70 drauf. Richtig cool. Oh, und die Griffheizung, die macht mir eine Freude. Herrlich. Ich hasse kalte Finger beim Motorradfahren. Irgendwie ist das hier auch mehr Motorradfahren. Also wenn ihr Bock auf so ein Teil habt, da könnt ihr natürlich auch super mit einer Motorradtruppe mitfahren, weil ihr genug Power habt. Das Ding ist auf jeden Fall schnell genug. Höchstgeschwindigkeit müssen wir gleich nochmal ermitteln. Aber ich bin mir sicher, dass das Ding Minimum 160 rennt. Bestimmt sogar mehr. Das könnten wir eigentlich auch mal in einem Video testen. Wie viel km/h Topspeed der hier fährt. Jetzt ist hier gleich 100. Dann können wir mal den Durchzug von 70 auf 100 testen. Ne, hier ist jetzt 70 aufgehoben. Jetzt gebe ich mal Gas. 3, 2, 1, Feuer. 80, 90, 100. Ja. Das läuft sehr gut. Boah, die Bremse ist ja krass. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen doller gebremst von 100 auf 70. War auch genug Abstand zwischen dem Auto hinter mir. Hammer. Also das ist echt wie Anker schmeißen. Ja, ist nicht zu viel versprochen. Ich bin sehr begeistert hier von dem Roller. Ich merke nur gerade, Windschutz könnte hier das Windschild auf jeden Fall für mich ein bisschen größer sein. Windschutz für die Beine und so ist gut. Ich spüre, dass der Wind hier an den Beinen vorbeigeleitet wird. Das ist alles sehr in Ordnung. Und der Roller ist wirklich bequem. Und das Handling ist Wahnsinn. Also wir haben hier einen sehr langen Radstand.
Dadurch fährt er sich einfach hier wie auf Schienen. Wir fahren jetzt hier auf unserer Teststrecke links rum, wo wir regelmäßig mit unseren Fahrzeugen sind. Und dann merke ich ja bei meinen Kurven hier, wie sich das Ganze anfühlt. Wir machen natürlich erstmal langsam an hier. Aber das macht Spaß. So, mal bremsen hier. Also die Bremse ist der Hammer. Das ist wirklich Motorradniveau. Das ist, das bin ich von einem Roller nicht gewohnt. Bremsen ist hier wirklich Bremsen. Wahnsinn. Jetzt mache ich mal nur Bremse hinten. Ja, ABS regelt sauber, kein Riesengeruckel. Ich merke es natürlich sofort im Bremshebel, dass ich zu doll gezogen habe, aber das war jetzt auch beabsichtigt. Also wie immer, kommt zu uns, macht eine Probefahrt, guckt euch das Ding live an. Hier müsst ihr natürlich einen großen Motorradführerschein haben, eine 48 PS Version haben wir nicht im Laden. Die würden wir auch erst umrüsten, wenn ein Kunde das Ding kaufen will. Da müsste man dann mal gucken, wie man das mit einer Probefahrt arrangiert, wenn jemand nur A2 hat. Das Fahrzeug ist mega. So, machen wir mal Motor aus. Parken wir auf den Seitenständer. Einen Hauptständer müsste das Ding ja eigentlich auch haben. Ja, hat er. Gucken wir mal, ob das auch leicht geht. Ja. Hier machen wir nochmal, um euch das zu zeigen. Ich bin natürlich gewohnt, Fahrzeuge aufzubocken. Hauptständer runter, eben gucken, dass beide Füße drauf sind und einmal zack, drauf getreten. Fertig. Sehr, sehr cool. So, wir machen jetzt ein paar Außenaufnahmen für euch. So, Fazit von dem Roller. Ich habe mich echt verliebt. Also für einen Roller ist das Ding Hammer. Man fühlt sich sofort wohl, man fühlt sich sicher auf dem Ding. Ich glaube, er hat keine Anti-Schlupfregulierung. Muss Gerd nachher nochmal nachgucken. Das ist das, was der eigentlich gebrauchen könnte. Aber der Motor ist sehr, sehr gutmütig, sanft in Anfahren und wenn man Vollgas gibt, trotzdem super beschleunigungsstark. Von der Dosierbarkeit vom Gas her ist denen das richtig, richtig gut gelungen. Ausstattung, bis auf Anti-Schlupfregulierung, wie gesagt, müssen wir gucken, hat er alles, was man haben will, von einer USB-Dose bis Navi, 1000 Anzeigen, Griffheizung, alles drin. Wie gesagt, bei dem Preis könnte die Scheibe hier ruhig elektronisch höhenverstellbar sein. Die wird aber, glaube ich, nur von der Verschraubung her höhenverstellt. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, man kann sie Höhen verstellen, aber ich bin ja immer sehr groß, da kann fast jede Scheibe ein bisschen höher sein. Design ist immer eine Geschmackssache, mir gefällt es sehr gut. Wir haben richtig coole Scheinwerfer, alles was das Ding haben muss. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Was soll ich noch sagen? Kommt vorbei, macht eine Probefahrt. Ich denke, viele Kymco-Händler werden so ein Ding nicht auf Lager haben aufgrund des Preises. Da wir aber Vertragshändler sind und ich habe immer gerne das ganze Sortiment, da haben wir natürlich einen da. Meldet euch und macht eine Probefahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.